Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht's, ihr kennt das Spiel inzwischen vielleicht. Es ist eine fremde Umgebung, heißt, ich bin wieder on the road unterwegs. Und zwar habe ich im September sehr viele Konzerte und Events und Co. Und da dachte ich mir, ich filme einfach mal den ganzen Monat so irgendwie mit. Ich versuche es einfach mal. Ja, und heute geht es tapfer los. Wir haben heute den 5. September und ich bin gerade in Nürnberg angekommen. Dort sind heute Abend die Symphonic Metal Nights. Da spielen mehrere Bands heute Abend. Ich bin schon mega gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Ticket tatsächlich nur wegen Dark Sarah gekauft. Nicht, dass ich die anderen Bands nicht mag oder irgendwie die schlecht finde oder so, nein. Aber ich habe es persönlich nur wegen Dark Sarah gekauft. Vor allem, weil Nürnberg ist für mich nicht wirklich um die Ecke. Ja, und deswegen habe ich dann aber gesagt, ich kann Dark Sarah auf keinen Fall verpassen, weil das war das einzige Datum, wo es bei mir gepasst hat. Ja, und ich freue mich schon mega. Ich bin so aufgeregt. Ich hatte gerade nochmal Attack of Orem durchgehört im Zug. Unter anderem. Und ja, bin jetzt im Hotel angekommen. Wir haben es jetzt circa 3:30. Ich habe eben schon ein bisschen fleißig was eingekauft hier. Werde jetzt gleich was essen und dann werde ich mich auch schon fertig machen. Ich wollte mich eigentlich schminken. Ich hatte einen Plan. Allerdings ist es heute schon wieder so warm. Es ist so ekelhaft. Vor allem, ich verstehe das nicht. Es war jetzt so eine Woche oder so kühl und angenehm. Ich war so, endlich ist der Herbst da. Ja, irgendwie ist er wieder weg. Das finde ich sehr schade. Aber ja, ich richte mich jetzt hier häuslich ein und dann werde ich berichten, sobald ich, denke ich, mich fertig mache oder sobald ich fertig bin. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt ready. Ich hätte gerne noch falsche Wimpern drauf gemacht, aber zeitlich passt das jetzt nicht mehr. Ich liege trotzdem für meine Verhältnisse relativ gut in der Zeit. Ich will es nicht zu laut sagen, aber wir haben es jetzt 5:45 und ich brauche circa eine halbe Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, bis ich beim Club bin, habe ich gerade über Google herausgefunden. Ja, und da muss ich jetzt erst noch zur U-Bahn laufen, muss die erstmal finden und dann bin ich im Grunde auch schon da. Ich bin relativ gespannt, wie gut ich das finde. 19 Uhr ist Einlass und 20 Uhr ist Beginn, so rum. Ja, da bin ich mal gespannt, ob schon was los ist. Ich meine, es ist ja auch in der Woche. Ich weiß nicht, ob die meisten dann vielleicht erst gegen 20 Uhr kommen oder vielleicht sogar später, aufgrund der Arbeit vielleicht manche. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich gleich erwartet, ob ich es finde. Da habe ich schon ein bisschen Panik, das Übliche. Ja, und outfitmäßig ist jetzt auch nichts Besonderes. Ich habe einfach hier ein Dark Sarah Band-Shirt an. I love it. Habe versucht, hier so ein bisschen das lila Thema halt aufzugreifen, obwohl es hier in der Kamera eher so bläulich aussieht. Es ist aber in echt auch ein bisschen lila. Ja, und dann habe ich einfach wieder diese Hose, diese Leggings an, wo die Seite so ein bisschen auf ist. Ich versuche gleich nochmal so ein Komplettbild zu machen. Aber ja, das ist so Stand der Dinge. Ich bin mega gespannt. Ich habe auch schon einen groben Plan erstellt. Als allererstes geht es dann zum Merch, weil ich möchte unbedingt das Tour-Shirt haben. Und ich soll meiner Mutti auch eins mitbringen. Also ich hoffe, sie haben noch welche in meiner Größe. Das wäre halt voll gut. Sonst bin ich traurig. Aber ja, ich bin mega gespannt. Ich freue mich so auf Dark Sarah. Ihr könnt es gar nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen.
Es sind inzwischen einige Tage vergangen seit meinem Konzert in Nürnberg. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, mich irgendwie zu melden, weil danach war so viel Stress. Und ich musste halt auch am Tag danach direkt super früh wieder losfahren, weil ich eben Spätschicht hatte. Es war alles ein ziemliches Drama und es war halt für mich auch nicht um die Ecke und deswegen, ja, das Übliche. Hatte da aber zum Glück dann alles auch geklappt mit der Rückreise. Und ja, das Konzert oder eher die Konzerte an sich waren total cool. Es war gar nicht viel los, also es war ziemlich leer in diesem Club. Und als erstes hat Rex Soria gespielt. Die fand ich auch ganz cool. Das war ja die eine Band, die ich so gar nicht kannte, wo ich vorher noch gar nichts gehört hatte von. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und danach kam ja schon Dark Sarah, wegen denen ich ja da war. Und es war so toll. Es war so toll. Sie haben sehr viel von Attack of Orium gespielt. Und ich glaube nur 2 Songs von Grimm und von den ganz alten Alben gar nichts. Total interessant, die Setlist auf jeden Fall, aber hat total Spaß gemacht. Und ich stand wirklich vorne. Es war so toll. I love it. Und danach kam Amberian Dawn und da kannte ich nur so ein paar Songs, beziehungsweise die ABBA-Cover-Songs, die sie jetzt in letzter Zeit rausgebracht hatten. Da haben sie tatsächlich auch 2 von gespielt, das war auch richtig, richtig cool. Und auch das hat mir total Spaß gemacht. Aber da ich jetzt da so am wenigsten oder halt fast von den anderen Sachen gar nichts kannte, musste ich da halt erstmal so ein bisschen reinkommen, aber das war jetzt nicht schlimm oder so, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und dann kam Sirenia und es war so gut. Ich hätte niemals gedacht, dass sie so viele alte Sachen spielen. Ich war echt begeistert, also wirklich hellauf begeistert. Es hat total viel Spaß gemacht und es gab ab und zu, glaube ich, auch mal so ein paar technische Schwierigkeiten. Aber da können ja die Bands so jetzt an sich erstmal nichts für. Deswegen, ja, trotz allem hat es total Spaß gemacht und ich war dann doch früher schon wieder im Hotel als erst gedacht, weil es hat irgendwie auch ein bisschen früher angefangen, als erst bekannt war. Keine Ahnung, ich war zum Glück früh genug da, also das hat alles gut funktioniert. Ja, und heute haben wir Sonntag, den 10.09. Und ich bin gerade, nachdem ich auch schon wieder den ganzen Tag im Grunde genommen im Zug war, in Stuttgart angekommen. Heute ist nämlich, hier sind die letzten beiden Vorstellungen von Tanz der Vampire, bevor sie dann nach Hamburg umziehen. Und ich hatte es ja schon mal gesehen jetzt dieses Jahr und ich wollte es unbedingt nochmal sehen und da dachte ich mir, nehme ich doch direkt die Abschlussvorstellung, weil das irgendwie nochmal so ein bisschen was Besonderes ist, könnte ich mir vorstellen. Ich bin gespannt. Ja, wir haben es jetzt circa 2:30, Viertel vor 3 rum. Ich konnte schon zum Glück ins Hotelzimmer rein, weil eigentlich erst ab 15 Uhr, aber so viel früher ist jetzt auch nicht, von daher mal gucken. Ich warte hier gerade noch so ganz tapfer, ob jetzt der Zimmerservice noch kommt, weil die waren hier gerade noch so am Saubermachen. Mein Zimmer sah aber fertig aus, also keine Ahnung. Ja, es ist heute schon wieder so heiß, so unglaublich heiß und mit den Zügen hat halt wieder so viel nicht funktioniert. Oh. Es war wieder eine Odyssee hierher, aber ja, ich war jetzt schon ein bisschen öfter in Stuttgart. Das erste Mal weiß ich noch, da war ich mit einer Freundin hier und da waren wir beide erstmal komplett überfordert mit diesem U-Bahn-System am Hauptbahnhof und so. Aber jetzt war ich nicht so ganz verwirrt, muss ich sagen. So langsam kriege ich den Dreh raus, glaube ich. So ganz sicher bin ich noch nicht, aber ich denke schon. Ja, mein Hotel ist ziemlich nah am Veranstaltungsort. Das ist ja das Stage Theater, glaube ich. Da muss ich irgendwie nur mit einer U-Bahn hinfahren, so 2, 3 Stationen und dann bin ich schon da. Also angeblich sollte der Weg ganz schnell sein. Ich glaube, um 19 Uhr geht das heute Abend los. Das heißt, ich habe jetzt noch richtig viel Zeit. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht noch in die Stadt gehe und mir vielleicht so ein paar Sachen angucke oder so. Aber es ist so heiß, ich kann es einfach nicht. Ich werde jetzt gleich erstmal duschen und werde was essen und dann werde ich mich fertig machen irgendwie schon. Ich wollte mich eigentlich schminken. Ich werde es auch versuchen. Aber mal schauen. Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, was ich noch berichten wollte von den Symphony Metal Nights in Nürnberg. Und zwar hatte ich ja, glaube ich, gefilmt, wie ich ja, die Setlist von Rex Soria und von Dark Sarah hochgehalten habe. Ich bin sowas von ausgerastet. Ich muss sagen, ich selbst habe das von den Leuten auf der Bühne so nicht überreicht bekommen, sondern die Frau neben mir. Und sie hat dann, waren also ein bisschen im Gespräch und sie hat
Irgendwie war sie so ein richtiger Magnet dafür, total witzig. Sie hat gefühlt alles Mögliche bekommen. Und dann hat sie mir halt gesagt, ich könnte die Setlist ruhig haben. Und da war ich erstmal voll geschockt, weil, what the fuck? Ja, und dann ist es letztendlich wirklich dazu gekommen, dass sie mir die Setlist geschenkt hat. Und das fand ich so süß. Vielen, vielen Dank, falls du das auf irgendeinem verrückten Weg hier gefunden hast, dieses Video. Ja, also das hat mich sehr gefreut und sie sind jetzt ein wertvoller Besitz von mir. Ich freue mich schon, sie irgendwie auszustellen oder so, aber da muss ich mir nochmal Gedanken machen, ob ich es einrahme oder so, weil, oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwie eine Setlist bekomme. Also das hat mich so gefreut, gerade wegen Dark Sarah. Also ich bin richtig ausgerastet. Ich habe mich mega gefreut. Ich bin jetzt tatsächlich schon wieder zurück im Hotel. Wir haben es 11:15, 10:30 rum nachts. Ähm, wow, ich bin noch völlig begeistert von dieser Show. Es war so gut. Es hat so Spaß gemacht und das Publikum war richtig gut drauf. Es gab natürlich, dadurch, dass es ja die Abschlussvorstellung war, war natürlich die Stimmung ziemlich ausgelassen, auch im Publikum, und es wurde viel mehr geklatscht und zwischengerufen und Co., als es eigentlich normal ist. Aber damit habe ich halt schon gerechnet, dass eben, wie gesagt, die Abschlussvorstellung ist. Und also der Cast an sich hat auch ein paar Sachen geändert und das hat total Spaß gemacht, da diese quasi die Easter Eggs so zu hören, zu sehen. Das war total cool. Mm, Und also mein Favorit wird vermutlich für immer Carpe Noctem bleiben. Also das ist so cool. Ich finde das so cool, wenn die da alle so richtig am Tanzen sind und diese Stunts machen. Das ist voll cool. Ich liebe das. Ich muss es auf jeden Fall in Hamburg auch wiedersehen. Also das muss ich einfach. Ich muss es definitiv wiedersehen. Ähm, Es wird aber jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen Zeit vergehen, bis ich dann wieder reingehen kann. Aber oh, es hat so Spaß gemacht. Es hat so Spaß gemacht. Und ich denke mal, das war jetzt so von den Fans organisiert. Ich habe keine Ahnung. Es gab dann auch noch so an einer Stelle wurden quasi, ich habe es nicht so richtig erkannt, weil das waren quasi die vorderen Reihen nur. Die haben wie so Teelichter oder sowas hochgehalten. Oder kerzenmäßig, ich bin mir so nicht sicher. Das sah richtig, richtig toll aus. Und dann jetzt zum Abschluss hat jeder so ein Leuchtstäbchen bekommen. Ich glaube, ich habe es mal kurz gefilmt. Und die sollten wir halt beim Finale quasi anknicken und dann damit rumwedeln und klatschen und sowas. Das war auch ganz witzig, muss ich sagen. Und da, wie gesagt, das haben die in der Pause verteilt. War so eine Frau bei mir. Ähm, und da denke ich mal, das ist von Fans so irgendwie organisiert worden. Total cool. Ich liebe solche kleinen Aktionen. Das finde ich immer richtig süß. Ähm, und ja, ich werde jetzt erstmal was essen. Schon wieder. Und werde mich dann um ein Chaos kümmern, was ich hier im Bett veranstaltet habe. Kleiner Sneak Peek hier, weil ich habe mich natürlich mal wieder im Bett geschminkt, weil es so ein bequemer Ort ist und ich kann mich im Grunde auch hinlegen und mich schminken. Und halt, weil der Tisch wieder gegen das Licht steht und das wäre halt blöd gewesen. Deswegen lag ich hier bequem und habe mich dann geschminkt. Übrigens sollte das eigentlich, also mein Plan war eigentlich, dass ich rot mache, also so richtig dunkelrot. Hab dann aber gestern Abend erst mein Make-up-Zeug gepackt und da war es halt auch schon dunkel. Und ich habe einfach eine Palette eingepackt, wo 50 Shades of Pink im Grunde genommen drin sind, aber kein einziges Rot. Ich kann es euch hier gerade mal zeigen. Also sie ist so wunderschön.
Und in der Kamera sieht das eine da auch rot aus, aber es ist ein Pink oder ein Lila eher. Ja, und dann habe ich sie heute so aufgeklappt hier und war so super. Ich hatte eine Aufgabe und habe mal wieder, ja, versagt. Aber gut, ist ja auch egal. Hello, hello, hello. Ich befinde mich wieder in einem Hotelzimmer, denn es geht heute weiter mit der geistesgestörten Situation im September. So rum. Ich bin gerade wieder in Nürnberg angekommen, wie vor 2 Wochen oder so. Es ist auch dasselbe Hotel, also der Standort hatte mir eigentlich ganz gut gefallen für ja, den Club, beziehungsweise von der Erreichbarkeit her mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Deswegen habe ich das einfach wieder gewählt. Letztes Mal hatte ich ja richtig Glück und ich war, oder war das in Stuttgart? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ich ja eine der letzten beiden Male direkt, dass meine Zimmertür gegenüber von dem Aufzug ist. Das fand ich ja super toll. Ja. Eventuell ist es jetzt genau umgedreht und ich befinde mich in der hintersten Ecke dieses Hotels und muss gefühlt erstmal einen Kilometer laufen, bis ich beim Aufzug ankomme oder bei dem Treppenhaus. Da ich nur im ersten Stock bin, also kann ich auch die Treppe gehen, aber bis ich erstmal da bin. Halleluja. Aber naja, mein Morgen hat sich schon sehr anders verhalten als geplant. Ich habe meine ersten 2 Wecker nicht gehört. Also gar nicht. Beim dritten bin ich zwar wach geworden, bin danach aber wieder eingeschlafen und bin dann mega spät wach geworden. Und es war kein sanftes Aufwachen, sondern es war so ein Oh mein Gott. Wie viel Uhr haben wir es? Ich bin garantiert zu spät. So eins war das. Also hatte ich dann heute Morgen schon mal den ersten Anfall. Dann ging es mir als nicht so gut, weil ich erst dann noch gefrühstückt habe und dann aber so knapp mit der Zeit war, dass ich so einen richtigen Powerwalk zum Bahnhof machen musste. Und mir war es so schlecht, wirklich. Das ging 3-4 Stunden so, es hat sich eben erst wieder beruhigt. Ja, und ich bin halt einfach generell fertig. Also, ja, es läuft auf jeden Fall. Ich habe gerade schon Sachen eingekauft und ich bin jetzt, wir haben es jetzt, glaube ich, 3 Uhr ungefähr. Ja, Einlass ist um 19 Uhr, also ist jetzt auch hier wieder ein straffes Programm. Ich werde jetzt gleich erstmal duschen, denke ich, weil durch die Powerwalks bin ich fertig. Und dann werde ich was essen und dann werde ich mich schminken. Das Blöde ist, also letztes Mal hatte ich halt auch ein Hotel gegenüber, aber da war halt noch die Straßenseite zwischen. Und jetzt habe ich halt hier direkt gegenüber so ein Gebäude, ich weiß gar nicht, was es ist. Und jetzt muss ich dann hier auch noch alles dunkel machen, beziehungsweise halt die Fenster, wie heißt es, die Vorhänge zu. Oh, dass ich nicht als angestarrt werde. Aber ja, die Zugfahrt verlief auch wieder ganz gut, also das hat zum Glück geklappt. Nur wie gesagt, die Umsteigzeit war heute knapp bemessen. So, ich bin jetzt fertig. Ich werde jetzt gleich los tigern. Ja, ich kann gleich mein Outfit nochmal zeigen und Co. Ich lag so gut in der Zeit und jetzt bin ich im Grunde schon wieder ein bisschen zu spät. Aber ich könnte mich so aufregen. Es lief so gut, bis ich Wimpern angefangen habe und Lippenstift. Also Lippenstift funktioniert in letzter Zeit gar nicht. Also ich krieg's einfach nicht gebacken. Dasselbe wie mit Wimpern. Also ja, jetzt kleben die ja wie so richtig schlecht. Oh Mann, ey. Aber gut, es ist wie es ist. Aber ich freue mich schon mega und ich meine, es gibt diesmal gar keine Vorband oder so. Also ich kann zumindest online nichts finden in diese Richtung an Informationen. Dieser Lippenstift. Ja, ich freue mich so.
Oh, ich bin so gespannt. Ich denke aber, es wird dieselbe Setlist sein wie ja, letztes Mal. Ach, das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Ich finde das ja alles toll. Ist hier irgendwo auch. Nee. Nee. Nee, wird nicht besser. Sorry. Oh. Ich bin zurück im Hotel. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt. Meine Haare sind nass. Also die sind nass. Klatschnass. Man sieht es hier drin kaum. Wie gut, dass ich vor dem Konzert geduscht habe. Richtig clever. Ja, das werde ich jetzt gleich nämlich wieder tun. Außerdem verabschiedet sich diese eine Wimper hier, dort vorne. Dann hat sich so das so ein bisschen verabschiedet. Okay, da bin ich echt erstaunt, dass da überhaupt noch was dran ist, weil es ist einfach nur runtergelaufen. Also alles, es ist einfach nur noch runtergelaufen. Es war in diesem Club heißer als den kompletten Sommer über zusammengerechnet. Gott, habe ich geschwitzt. Aber es war richtig geil. Oh Gott, es war so toll. Ich habe es wieder geschafft, vorne zu stehen. Ich war auch sogar 10 Minuten oder 15 Minuten vorm Einlass da. Hat diesmal richtig gut gepasst. Als ich zur U-Bahn-Station gekommen bin, ist die U-Bahn direkt gekommen. Dann konnte ich da hinlaufen. Also hat wirklich sehr gut gepasst. Hier, sogar der Stempel. Sieht aus wie das schwarze Mal bei Fluch der Karibik. Da sieht man nichts mehr. Das ist wirklich schon so richtig verflossen. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll, was ich erlebt habe. Ich sag's, glaube ich, nach jedem Konzert von Centron. Es kann eigentlich nicht besser werden. Aber sie haben es heute schon wieder geschafft, sich selbst zu toppen. Es war so toll, es war so toll. Und es ist tatsächlich eine andere Setlist. Ein Song ist drin. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Nicht nur von Centron, sondern generell. Und ich habe niemals damit gerechnet, dass ich den jemals live erleben werde, weil der schon so alt ist. Und oh Gott, ich dachte, ich werde nicht mehr. Es geht um Lichtsucher. Also, ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich kann es wirklich immer noch nicht fassen. Ich hoffe jetzt, sie spielen es nächste Woche in Frankfurt auch, weil mein Herz, wirklich mein Herz. Oh, wie toll. Das war so toll. Ich freue mich schon so extrem auf nächste Woche und bin doppelt traurig, dass ich morgen in Bremen nicht dabei sein kann. Und was ist nächste Woche noch? Ist es Hannover? Ich weiß es nicht. Ich glaube Hannover. Das packe ich leider zeitlich nicht, weil ich halt anderweitig unterwegs bin, logischerweise. Aber ab November versuche ich wirklich alles mitzunehmen. Also wirklich noch alle restlichen Konzerte, weil ich kann es nicht beschreiben. Das ist das Einzige, was ich weiß nicht, ich brauche es einfach. Also ohne kann ich nicht. Es ist so. Keine Ahnung. Hallo.
Ich bin wieder in einer anderen Umgebung. Ich bin ja im nächsten Hotel angekommen, in der nächsten Reiseabteilung. Und zwar bin ich eben gerade in Bremen angekommen. Heute ist noch kein Konzert. Ich wollte aber heute schon anreisen, weil das für mich doch auch ein bisschen länger ist, die Anreise. Und das war mir dann zu knapp, falls da irgendwas dann Verspätung hat und ausfällt und Co. Ja, deswegen habe ich beschlossen, heute schon anzureisen und verbinde das dann auch noch gleich mit Besuch bei Freunden. Genau, wir haben es jetzt 16 Uhr circa. Ich bin ja fast eine Stunde später als Plan war hier aufgetaucht durch Verspätung. Also war es wirklich gut, dass ich heute den Anreisetag gewählt habe. Ich bin noch nicht, also ich kenne mich hier nicht, also ich war noch nie in Bremen, ich kenne mich hier null aus. Ich glaube, ich bin aber ziemlich am Rand, würde ich sagen. Das heißt irgendwie Bremen, Überseestadt. Ähm, Am Hauptbahnhof und so, der Vibe war nicht so meiner, muss ich sagen. Aber hier, das sieht richtig cool aus. Und falls ihr es eben gesehen habt, wie ich da den langen Gang lang gelaufen bin, ich bin wirklich das letzte Zimmer in der letzten Etage. Also ich bin wieder in der hintersten Ecke. Ich mache jetzt, im Grunde heute ist dann halt nichts mehr geplant. Ich möchte aber gleich auf jeden Fall nochmal in die Stadt und will jetzt aber erst nochmal gucken, was man sich so angucken könnte, weil wie gesagt, ich war noch nie in Bremen. Ich habe aber auch nicht mehr super viel Zeit, bevor es dann dunkel wird und so. Und ja, möchte heute einfach einen entspannten Tag machen. Einen entspannten Nachmittag, Abend, wie auch immer. Und ja, werde dann später auch relativ zeitig, denke ich, wieder zurück ins Hotel fahren und werde schauen, wann ich denn morgen früh losfahren muss, weil ich bin zum Frühstück verabredet. Genau, da muss ich mich nochmal informieren, wann ich dann aufschlagen soll, weil dann fahre ich nach Wilhelmshaven rüber, also rüber, 1,5 Stunden. Ja, genau, und treffe mich da mit Freunden und genau, ich freue mich schon und ja, werde jetzt erstmal hier Mittag essen oder eher, ja, habe leider nichts anderes reingeholt jetzt eben, aber kann man ja mal machen. Es ist inzwischen sehr viel Zeit vergangen seit heute Morgen, wie man sieht. Wir haben es jetzt circa 18 Uhr. Ich bin etwas spät dran. Ich habe mich aber dazu entschlossen, doch noch ein bisschen zu warten. Ich wäre pünktlich fertig gewesen, aber es hat auf einmal angefangen zu schütten und ich habe keinen Schirm oder sonstiges. Ja, aufgrund dessen habe ich dann doch lieber noch ein bisschen länger im Hotel gewartet, dass ich dann nicht allzu lange vor der Halle stehen muss. Auch wenn ich dann eben leider nicht vorn stehen kann. Aber es ist dann halt so. Es wird schon irgendwie werden. Genau. Ja, ich fahre jetzt gleich mit der Bahn. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, mit welcher und wie, weil ich weiß nicht, irgendwie ist das so ein bisschen kompliziert, dort dahin zu kommen. Ich war mir so sicher, dass ich das Hotel in der Nähe habe. Ich war mir so sicher, zu 100%, ja.
Planen kann ich, weil es ist nicht in der Nähe. Es sind irgendwie knapp 40 Minuten oder so. Ja, ja, ja. Ich weiß ja auch nicht, was ich mir dabei wieder gedacht habe. Aber gut, es ist, wie es ist, und ich komme auf jeden Fall pünktlich hin. Zum Thema heute Morgen. Genau, ich hatte mich ja in Wilhelmshaven mit einer Freundin getroffen. Es war richtig, richtig schön. Hat total Spaß gemacht. Es war zwar sehr kurz nur, aber ja, ich hatte ja nicht so viel Zeit. Ich musste ja dann wieder zurück nach Bremen. Aber es war richtig, richtig toll und ich hatte anfangs noch ein bisschen Zeit, bis ich mich da mit ihr getroffen habe. Und da habe ich mich dann an den Wantasee gesetzt und habe einfach gelesen. Es war total entspannt und dann hat es aber auch angefangen zu regnen. Dann bin ich geflüchtet und dann war es aber auch schon soweit, dass wir uns treffen. Ja, wir waren natürlich auch im Buchladen, aber ich bin stark geblieben, einfach weil ich wirklich keinen Platz habe, um irgendwas zu kaufen. Beziehungsweise ich möchte heute Abend natürlich beim Merch vorbeigucken. Ich habe nämlich noch gar nichts dazu gesehen, ob es jetzt auch ein Shirt dazu gibt zu der Tour, weil das hätte ich dann schon sehr gerne, aber ja, ich bin mega gespannt. Die ganzen Menschen drüben gucken mich an, ist auch gar nicht schlimm. Ja, also hatte ich eigentlich gesagt, was heute Abend ist? Ich weiß es gar nicht. Oh mein Gott, heute Abend oder jetzt gleich ist das Asp-Konzert zur Weltunter-Horrors-Tour in Bremen. Ja, ich freue mich mega und ich hatte irgendwo gelesen, dass sie angeblich auch Flickenpuppe mit in der Setlist haben und ich hoffe so sehr, dass Flickenpuppe mit in der Setliste ist. Sie werden ja irgendwie das ganze Album Weltunter spielen. Ich freue mich halt total darauf, weil das bedeutet auch, dass ich einen meiner absoluten Lieblingssongs live hören werde, von dem ich halt niemals dachte, dass er jemals live vorgetragen wird, nämlich Hässlich. Ich liebe diesen Song so sehr. Ich freue mich so und bin so gespannt. Ja, guten Tag. Ich bin eben gerade in Frankfurt angekommen und zwar 4 Stunden später als geplant. Ähm, Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gestern Abend, erstmal zum Konzert gestern. Es war richtig, richtig gut, musikalisch halt natürlich. Ich muss sagen, es gab also 1 oder 2 Komplikationen mit Menschen. Nenne ich es jetzt einfach mal. Also es war ein unglaubliches Gedränge irgendwie unten und so eine Art Vorgedrängel und so fand ich persönlich jetzt. Also bei anderen Konzerten ist es natürlich auch, aber so schlimm war es schon lange nicht mehr. Ähm, ja, also das war irgendwann echt nicht mehr spaßig, muss ich sagen. Flickenpuppe. Er hat Flickenpuppe gespielt und ich hatte mit meiner Vermutung, dass es so extrem gut ist, recht, beziehungsweise er hat all meine Erwartungen an den Song noch übertroffen. Es war so gut, bei weitem mein Favorit und dann natürlich Hässlich, aber das wusste ich halt vorher, dass die beiden meine Favoriten werden. Ja, also das war ganz gut. Und dann bei der Rückreise gab es aber so einige Schwierigkeiten, weil es war ja doch ein bisschen weiter entfernt vom Hotel als gedacht. Und dann ist als nichts gefahren, dann musste ich Ewigkeiten warten. Ich konnte aber auch nicht mehr laufen, weil es ging nichts mehr. Ähm, ja, was dann dazu geführt hat, dass ich erst gegen 2, halb 3 im Hotel war und dann hätte ich nur noch mit etwas Glück 2 Stunden Schlaf gehabt. Ich hatte mir Wecker gestellt, aber ich erinnere mich nicht mehr daran, dass ich den gehört habe. Ja, also wache ich dann heute Morgen auf und meine Züge sind natürlich weg. Nicht so schön. Dann war es halt so, dass ich, mein Handy, wenn ich den Regionalverkehr noch komplett benutzt hätte, dass ich dann nicht mal halbwegs pünktlich zum Konzert hier in Frankfurt gewesen wäre. Also habe ich dann noch ein ICE zwischengequetscht. Bin aber jetzt trotzdem mega spät erst in Frankfurt angekommen. Ja, was jetzt dazu führt, ich werde mich nicht schminken können, ich werde mich in keinster Weise fertig machen können. Ich esse jetzt schnell was und dann muss ich sofort los. Ich bin aber wirklich so fertig. Ich freue mich aber trotz alledem so mega schon auf heute Abend. Heute ist wieder Centron in Frankfurt, by the way. Also das ist ja
für mich bisher das Allernächste, wo sie überhaupt mal in meine Richtung kommen. Sonst musste ich immer so weit fahren, um sie zu sehen. Ähm, Das freut mich schon mega. Ich bin so gespannt, weil das ist in derselben Veranstaltungsstätte wie Tommy und Kettelet Anfang des Jahres und das hat mir halt voll gut gefallen, die Bühne und so. Und ja, ich habe mir aber fest vorgenommen, diesmal werde ich mich rechts platzieren, aber auch nicht zu weit rechts, weil letztes Mal war es noch ein bisschen eingeschränkt von der Sicht her wegen den Mikrofonständern auf beiden Seiten. Ich dachte erst, es wäre voll clever, aber dann habe ich festgestellt, nee, es war doch nicht so clever. Also ja, möchte ich mich diesmal, weil ich stehe irgendwie immer links, also es ist mir schon aufgefallen. Immer so, ja, das ist irgendwie meine Seite, keine Ahnung. Und dann werde ich mich diesmal mal rechts platzieren auf jeden Fall und ein mini bisschen mehr mittig, aber ja, mal schauen. Einlass ist heute erst um 20 Uhr, was mir echt zugutekommt, weil sonst würde ich jetzt gar nichts mehr schaffen, wäre ich nicht mehr zum Einlass da. Ja, da geht es jetzt dann hin und es gibt diesmal auch eine Vorband, nämlich Accessory, meine ich. Habe ich persönlich jetzt noch nie live gesehen. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt so null Erwartungen, da ich es ja noch nie vorher gesehen habe. Bin gespannt, was die so machen. Ich hatte es jetzt vorher auch gar nicht ausgecheckt so richtig. Habe ja auch keine Zeit für. Aber ja, ich freue mich mega und ja, hoffe einfach, dass es ist mir vollkommen egal, was sie spielen. Ich liebe ja alles. Aber es wäre so toll, wenn sie Lichtsucher wieder spielen, weil das war letztes Mal wirklich die beste Überraschung meines ganzen Lebens und ich freue mich jetzt schon oder hoffe, dass ich es nochmal live erleben werde, weil das, das war einfach so toll. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Ich muss aber echt sagen, ich bin so froh, dass gestern Centron der Abschluss quasi war für diesen Monat, weil ich mit so einer positiven, guten Stimmung da raus bin und die hält auch nach wie vor an und dass ich keine absolute Konzertdepression jetzt habe, das wäre halt wirklich Worst-Case-Szenario gewesen. Es war einfach nur ein so geiler Abend, dass ich gar nicht irgendwie in dieses Tief reinkommen kann nach dem Konzert. Es war einfach so gut. Die Vorband Accessory fand ich auch mega gut, aber irgendwie kam es mir doch bekannt vor. Aber ich bin mir eigentlich doch ziemlich sicher, dass ich sie noch nie gesehen hatte. Und dann kam halt Zentron danach und das war natürlich ein absoluter Highlight wieder. Ähm, und sie haben wieder Lichtsucher gespielt. Also es geht einfach nichts über Lichtsucher für mich. Es ist das Beste auf diesem ganzen Planeten. Ich habe das heute auch im Zug auf Dauerwiedergabe gehört. Das darf auch wieder keinem erzählen, wie viele Stunden ich das am Stück gehört habe, weil ich es so sehr liebe. Ich liebe es einfach so sehr. Ähm, ja, also das hat auch so viel Spaß gemacht und Kant war auch wieder in der Setlist und ja, es war mega gut. Ich habe es geschafft, mich da hinzustellen, wo ich wollte. Ich bin dann tatsächlich auch noch gerade so pünktlich vor Einlass, so ich weiß nicht, 10 Minuten oder so vor Einlass war ich tatsächlich noch da. Hätte ich niemals mitgerechnet, dass ich das noch irgendwie schaffe, weil ich ja so spät dran war. Und ich fand es dann noch so toll, dass ich die Konzertkarte noch unterschreiben lassen konnte. Ich liebe sowas. Ja, also wie gesagt, ich habe wieder nur positive Dinge zu berichten und ich freue mich jetzt umso mehr auf November. Ich kann es jetzt schon nicht abwarten, bis es wieder losgeht. Ich kann einfach nicht ohne. Wie gesagt, es muss einfach sein. Da der Monat ja jetzt auch rum ist, offiziell, würde ich das Video an dieser Stelle tatsächlich auch beenden, weil es sollte ja ein Video zu den verrückten Konzerten, zu den ganzen Konzerten im September werden. Der ist um, also ist das Video jetzt auch um. Genau. Ihr könnt mir sehr gerne mal schreiben, ob ihr auch auf einem dieser Konzerte wart, wo ich jetzt war, oder ob ihr auch auf irgendwelchen anderen Konzerten wart, egal was. Und wie euch das dann natürlich gefallen hat. Und ja, ob ihr noch irgendwelche anderen Konzertpläne für dieses Jahr habt, das wäre auch sehr interessant. Und ja, dann würde ich einfach sagen,
Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.